du daran glaubst, dass Gott die Welt erschaffen hat oder an irgendwas ganz anderes oder an den Urknall oder was auch immer da sein gewesen mag, was das hier zustande gebracht hat, hat auch uns zustande gebracht und macht uns im Umkehrschluss mindestens genauso perfekt wie alles andere, was auf dieser Welt ist. Und das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Und für mich hilft es auch sehr krass, die Verbindung mit meiner Umgebung herzustellen und mich einfach als Teil des Ganzen zu fühlen. Und ich glaube, das ist auch die Sache, die mich daran entspannt. Und genau, so viel zu dem ersten Punkt, in die Natur. Je öfter, desto besser. Wir alle wissen, Bewegung ist super, wenn man das irgendwie verknüpft, auch mit Achtsamkeit noch besser. Es reicht aber ja auch einfach 10 Minuten spazieren zu gehen im nächsten Park und da diese 10 Minuten dann auch wirklich da zu sein. Und es wird wahrscheinlich, wenn du das jetzt davor noch nie gemacht hast oder nicht regelmäßig gemacht hast und du beginnst jetzt Dinge umzusetzen, die du vielleicht hier im Podcast gehört hast oder auch bei irgendjemand anderen gehört hast, es geht nicht sofort. Vor allem diese kleinen Routinen, dass man mehr Bewegung oder mehr Draußenzeit in seinen Alltag einbaut, da passiert schon recht schnell was, aber es ist halt auch nicht ein Soforteffekt. Deswegen, du wirst dich bestimmt direkt danach, wenn du jetzt draußen warst, gut fühlen, aber du wirst dich wahrscheinlich auch am gleichen Tag nochmal so fühlen, wie bevor du rausgegangen bist. Und da lade ich dich dann einfach ein, geduldig mit dir zu sein. Und auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als ob sich nicht wirklich was tun würde, es tut sich immer was, weil alles, was wir tun und alles, was wir verändern, ist ja da. Und manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit. Deswegen an dieser Stelle, lass dich bitte niemals demotivieren, wenn du nicht sofort ein Ergebnis merkst. Ich kann dir versprechen, entweder du spürst es sehr schnell oder du spürst es dann sehr krass auf einen Haufen, alles auf einmal. Und das ist beides sehr schön. Gut, dann kommen wir mal zu meinem nächsten Punkt. Ich glaube, ich würde da so den Überbegriff machen, meine Morgenroutine. Weil da sind dann auch nochmal Sachen mit dabei, die ich jeden Morgen mache, ähm, wo ich aber einzeln dann nochmal drauf eingehe. Meine Morgenroutine mache ich seit ungefähr 4 Jahren. Die hat sich in den 4 Jahren aber auch immer wieder sehr stark verändert. Aber die Morgenroutine an sich, ich würde sagen, den Großteil der Zeit in den 4 Jahren habe ich sie auch wirklich morgens gemacht. Ich habe das auch probiert, so über den Tag zu verteilen oder auch eine Abendroutine draus zu machen vorm Schlafengehen. Aber ich habe für mich einfach gemerkt, ich bin ein Morgenmensch, auch wenn ich das niemals gedacht hätte. Aber auch jetzt gerade. Es ist 6:28 Uhr. Ich bin schon seit um 5:30 auf. Jetzt gerade geht die Sonne auf. Und ich freue mich jedes Mal einfach wieder wie ein Keks, dass ich für mich rausfinden durfte, dass ich doch voll der Morgenmensch bin, weil ich mein Leben lang dachte, das wäre ich nicht. Ich wäre so ein Morgenmuffel, aber das bin ich überhaupt nicht. Ich gehe allen auf den Sack morgens mit meiner guten Laune. Und ja, ich durfte einfach das für mich rausfinden und deswegen ist es bei mir eben die Morgenroutine, aber es kann ja auch bei dir die Nachmittagroutine sein, je nachdem, wie das sich natürlich auch in deinen Alltag integrieren lässt. Manche Leute arbeiten auch in Schichten, da ist es dann ein bisschen schwierig, überhaupt eine Routine zu finden. Andere sind selbstständig, da sind die Freiheiten natürlich sehr viel größer als bei jemandem, der in einem 9-to-5 Angestelltenverhältnis arbeitet. Aber ich versuche eben so viel abzubilden, dass jeder sich ein bisschen raussuchen kann. Und meine Morgenroutine, die ziehe ich auch sehr konsequent durch. Und das klingt vielleicht manchmal auch so, als müsste ich das machen, aber ich möchte das machen. Das ist was, wo ich mich schon abends drauf freue, wenn ich schlafen gehe, auf den nächsten Morgen. Und das zeigt mir, dass es auf jeden Fall das Richtige ist, wenn ich mich so krass darauf freue. Und meine Morgenroutine besteht aus natürlich aufstehen, dann erstmal Mundhygiene, also meine Zunge zu schaben, Kokosöl zu ziehen, Zähne zu putzen. Dann trinke ich ein Glas Wasser, dann esse ich ein paar getrocknete Pflaumen oder Datteln mit Erdnussbutter als erste Mahlzeit vor dem ersten Kaffee. Habe ich mir vor kurzem angewöhnt. Und dann gibt es den ersten Kaffee auf der Dachterrasse mit Journalen. Und Journalen ist dann auch direkt schon mein nächster Tipp, den ich an dich geben kann. Journal ist ja nichts anderes als Tagebuch schreiben. Journal klingt nur einfach cooler. Und das ist ich würde sagen, Journal ist tatsächlich mein heiliger Gral. Also ich journal unglaublich viel, unglaublich gerne.
Ich schreibe auch schon mein Leben lang sehr, sehr gerne. Aber Journalen ist ja dann nochmal eine ganz andere Herangehensweise auch, als jetzt einfach Sachen zu schreiben. Wobei, so anders ist es gar nicht. Für mich ist es ja auch eine sehr krasse Mischung zwischen einer Art Reisetagebuch, Reflexionstagebuch, Dankbarkeitstagebuch. Dann sind auch sehr viele Sachen drin, wenn ich irgendwelche Ideen zwischendurch habe, die da einfach drin stehen. Also bei mir ist es ein sehr random Zusammenschrieb an allem, was in meinem Kopf ist. Aber genau das soll es ja auch sein. Denn Journalen ist für mich, meinen Kopf leer zu machen. Ich bin super verkopft. Ich liebe es nachzudenken. Ich liebe es, Dinge zu analysieren und Dinge auch so lange kaputt zu denken, bis sie tot und dreimal drüber getrampelt sind und es schon gar keinen Spaß mehr macht, drüber nachzudenken. Und ich finde das unheimlich anstrengend. Oder irgendwann fand ich das unheimlich anstrengend. Eine Zeit lang war das was, wo ich gar nicht gemerkt habe, wie viel ich eigentlich denke. Aber jetzt auch, seitdem ich wirklich eine ganze Zeit lang über Jahre sehr regelmäßig gejournalt habe und auch mal merke, wie leer der Kopf sein kann, stelle ich fest, wie voll der Kopf davor war und merke auch jetzt sehr, sehr schnell, wenn er wieder zu voll wird, dass es gar keinen Bock macht. Deswegen ist Journal mein persönlicher, ich würde auch sagen, in 99% der Fälle hilft es mir immer, wenn es mir schlecht geht oder ich aufgewühlt bin oder ich aufgeregt bin, selbst wenn es mir richtig, richtig gut geht. Manchmal ist es ja auch schwierig, mit sehr, sehr positiven Gefühlen umzugehen, wenn man da einfach ein bisschen überfordert ist. Selbst dann hilft mir Journalen, einfach auf alles klarzukommen, was in meinem Leben passiert. Und ich persönlich setze mich einfach hin und schreibe auf und dann ergibt sich sehr viel von selber. Also ich habe jetzt nicht irgendwie ein vorgefertigtes Journal, wo bestimmte Fragen drin sind oder so, sondern ich setze mich morgens hin, ich schreibe das Datum auf und dann gucke ich einfach, was kommt. Für mich war es anfangs auch echt eine große Herausforderung, den Anfangspunkt zu finden. Was schreibe ich denn auf? Weil man denkt sich ja, okay, das macht jetzt eigentlich gar keinen Sinn, das aufzuschreiben. Ist es das wert, aufzuschreiben? Boah, ich weiß nicht, will ich das wirklich auch lesen, was da dann steht danach? Aber genau darum geht es ja. All diese Sachen, die man dann sieht, wenn man sie aufgeschrieben hat und man dann einfach auch feststellen darf, dass es viele Dinge gibt, die im Kopf während dem Nachdenken so viel größer erscheinen, als sie dann tatsächlich sind, wenn man sie aufgeschrieben hat. Und allein diese Tatsache hilft schon. Zumindest hilft sie mir sehr oft. Und ich merke, boah, krass, ey, da hat sich aber wieder was in deinem Kopf aufgetürmt, was entweder gar keinen Sinn macht, drüber nachzudenken oder auch weiter drüber nachzudenken. Oder wo man merkt, hey, es ist eigentlich gar nicht so schlimm oder es ist voll schlimm, aber dann ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, wo ich mir irgendwie eine Unterstützung hole, um dieses Problem oder diese Herausforderung anzugehen. Also dieses Aufschreiben und seine eigenen Gedanken sehen zu können, ist was, was mir unheimlich gut tut. Und einfach auch Dinge loszuwerden. Also manche Sachen sind ja im Kopf und man denkt immer und immer und immer wieder drüber nach, was wäre passiert, wenn oder was passiert, wenn. Und auch da setze ich mich dann manchmal einfach hin und schreibe dieses Szenario mal auf, das in meinem Kopf ist und merke in den meisten Fällen, dass es gar nicht zu Ende, also ich kann es gar nicht zu Ende denken, weil es gibt kein Ende. Es ist einfach ein Gedanke, der sich so verliert, je länger man drüber nachdenkt, der aber an Magie oder der entzaubert wird, sobald man ihn aufschreibt, weil er einfach verpufft. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, weswegen ich so gerne journal, ist, um meinen eigenen Prozess immer wieder erkennen zu dürfen. Ich mache das nicht oft, weil meine ganzen Notizbücher sind auch, also die meisten sind gar nicht bei mir, weil da hätte ich, glaube ich, inzwischen 30 Notizbücher oder so bei mir. In den letzten 5 Jahren habe ich wirklich sehr viel geschrieben. Aber die ich da habe, immer mal wieder reinzuschauen von vor einem halben Jahr oder selbst vor ein paar Wochen und seine Gedanken nochmal zu lesen und dann zu merken, boah, krass, da ist ja schon so viel wieder passiert oder ich konnte das lösen oder ich bin da weitergekommen, ich habe irgendwie einen Fortschritt gemacht oder durfte was erkennen. Und ich mache das auch beispielsweise, wenn es mir nicht so gut geht oder ich das Gefühl habe, dass ich so richtig stuck bin. Dann nehme ich alte Journals und lese so rein und dann merke ich wieder, boah, geisteskrank, du bist so weit schon gekommen. Du hast so viele Sachen erlebt und erfahren und erkennen dürfen und dich weiterentwickelt und kannst ganz anders mit Dingen umgehen. Und das ist für mich so ein kleiner Schulterklopfer an mich selber.
Und es muss ja auch gar nicht sein, dass du jetzt wie ich jeden Morgen eine Stunde da sitzt und dir alles von der Seele schreibst, sondern es können ja auch einfach so kleine Impulsfragen sein oder 5 Dinge, für die du dankbar bist oder 3 Ziele, die du in diesem Monat erreichen möchtest oder Reflexionsfragen. Und da werde ich auch passend zu dieser Podcast-Folge werde ich noch einen kleinen Post machen, wo ich zum einen nochmal zusammenfasse, was diese ganzen Routinen oder Tools sind, die ich hier mit dir teile. Und zum anderen werde ich da auch noch ein paar Impulsfragen mit dazu reinschreiben, die du vielleicht auch für dich nutzen kannst oder möchtest, falls du das nächste Mal journalst oder wenn du beginnen möchtest zu journalen. Jetzt haben wir den Kopf geleert und sehr viel mit dem Verstand gearbeitet. Und was auch mindestens genauso wichtiger, wenn nicht noch wichtiger ist, ist Bewegung in jeglicher Form. Bewegung ist so, so, so wichtig. Und da geht es nicht darum, richtig Sport zu machen, dass man die ganze Zeit nur schwitzt und am Anschlag ist, sondern mit Bewegung meine ich, deinem Körper zu erlauben, die Bewegungen zu machen, die er gerade machen möchte.